Die Entwicklung eines neuen Automobils ist ein jahrelanger Prozess. Dabei gilt es heute mehr denn je, gesteigerte Sicherheit und Leistung sowie erhöhten Komfort bei gleichzeitig verbesserter Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Unter diesen Zielsetzungen entstehen die ersten konstruktiven Entwürfe. In einem sogenannten Lastenheft sind die von der Entwicklungsleitung gesetzten Ziele zusammengefasst. Es stellt einen für alle Entwicklungsabteilungen verbindlichen Anforderungskatalog dar. Anhand zahlreicher Detailuntersuchungen und erster einfacher Konzeptionsmodelle werden die Möglichkeiten zur Realisierung der Forderungen des Lastenheftes diskutiert. Sie bilden die Grundlage weiterer Überlegungen und Entscheidungen. Verschiedene Entwürfe werden von Stilisten erstellt, gemeinsam diskutiert und mit den technischen Anforderungen in Einklang gebracht. Die wesentlichen Abmessungen des neuen Wagens liegen damit fest. Nun ist eine Form zu erarbeiten, welche die Linie des Hauses harmonisch fortsetzt. Das Fahrzeug soll als Folgetyp sofort erkannt werden, nicht modischen Strömungen folgen, aber doch dem Zeitgeschmack entsprechen. Gleichzeitig soll es aerodynamisch günstige Werte aufweisen, um den Kraftstoffverbrauch zu senken. Dabei muss das Fahrzeug neben den hohen Daimler-Benz internen Forderungen auch den vielen Vorschriften zahlreicher Länder genügen. Anhand der Maßkonzeption in natürlicher Größe können die Platzverhältnisse genau untersucht werden. Dabei ist die strömungsgünstige und damit kraftstoffsparende Außenkontur mit der optimalen Sitzposition der Insassen, der Anordnung der Aggregate und des Kraftstofftanks sowie der Größe des Kofferraums in Einklang zu bringen. Die von den Stilisten erarbeitete Kontur wird übertragen, geprüft und, wenn notwendig, entsprechend korrigiert. Die ermittelten Sichtzonen werden mit den diesbezüglichen Forderungen im Lastenheft verglichen. Nach diesen bestätigten oder korrigierten Maßen werden verschiedene Modelle im Maßstab 1:5 angefertigt, an denen die aussichtsreichsten Ideen Gestalt gewinnen. Die besten Varianten werden auserwählt. In dieser Form sollen später Modelle in natürlicher Größe entstehen. Dazu werden die kleinen Modelle mit Hilfe einer Abtastmaschine abgetastet, rechnerisch vergrößert und im Maßstab 1:1 mit einer Lochstreifen gesteuerten Zeichenmaschine gezeichnet. Anhand dieser Zeichnungen entstehen Schablonen, mit deren Hilfe die Kontur der 1:1 Modelle geformt wird. Die Oberfläche wird sorgfältig bearbeitet und ständig kontrolliert. Parallel hergestellte Einzelteile, die stilistisch von Bedeutung sind, wie Zierblenden, Kühlerverkleidung, Leuchten und Stoßfänger, werden in das Modell eingepasst. Bei der Gestaltung des Innenraumes spielen die Harmonie von Material, Form und Farbe sowie Gesichtspunkte der Ergonomie, des Komforts und der Sicherheit die entscheidende Rolle. Die fertigen Modelle stellen schließlich die wichtigste Diskussionsgrundlage dar, um die geeignetste stilistische Variante, die für die Weiterentwicklung des Fahrzeugs von Bedeutung ist, herauszufinden. Hier fällt der endgültige Formentscheid durch den Vorstand. Für das ausgewählte Modell wird mit Hilfe eines geometrischen Datenverarbeitungssystems ein mathematisches Flächenmodell ermittelt und damit ein Formriss im Maßstab 1:1 automatisch aufgezeichnet. Als nächstes entsteht ein Linienrissplan und dann folgt die sorgfältige Konstruktion der Struktureinzelteile. Erst dadurch wird die maßgenaue Fertigung in der Versuchswerkstatt und in der späteren Serienproduktion ermöglicht. Mehr und mehr kommt es nun auf die systematische Zusammenarbeit von Berechnungsingenieur, Konstrukteur, Versuchsingenieur, Fertigungsplaner und Werkzeugkonstrukteur an, damit alle Einzelheiten berechnet und konstruiert, funktionell erprobt und fertigungstechnisch untersucht sind, wie hier beispielsweise die Verbindung von Windschutzsäule und Dachrahmen. Die Konstruktion des Fahrwerks stützt sich weitgehend auf die mit der S-Klasse gewonnenen Erfahrungen. Trotzdem stellt die Übertragung auf andere Gewichts- und Raumverhältnisse neue Aufgaben.
Hier wird zum Beispiel die neue Auslegung der Vorderachse geklärt. Alle von der Straße auf das Fahrzeug wirkenden Kräfte und Momente werden gemessen und auf Magnetband aufgezeichnet. Das Band steuert einen Simulationsprüfstand, der die gleichen Belastungsgrößen wie im Straßenfahrbetrieb in die Achse einleitet. Diese modernen Verfahren erlauben es, die Fahrzeugerprobung verstärkt ins Labor zu verlegen. Mit Hilfe eines Computers wird die Prüfung ständig überwacht und ein Prüfprotokoll erstellt. Auf dem Prüfstand erfolgt zunächst die Erprobung der neuen Motoren. Sie arbeiten nach dem Querstromprinzip, das eine saubere und damit umweltfreundliche Verbrennung bei extrem guter Leistungsausbeute des Kraftstoffes garantiert. Bei den E-Modellen steuert das bewährte mechanisch arbeitende Einspritzsystem präzise die dem Luftdurchsatz entsprechenden Kraftstoffmengen je Verbrennungstakt. So ergibt sich für jeden Betriebszustand das günstigste Kraftstoff-Luftgemisch und damit jederzeit aktivierbare Leistungsreserven bei deutlich gesenktem Verbrauch. Der 5-Zylinder-Dieselmotor wird in der bereits bewährten Konzeption übernommen. Er verbindet die sprichwörtliche Sparsamkeit aller Dieselaggregate mit einer günstigen Leistungsausbeute von 80 PS. Durch verschiedene Maßnahmen konnten auch hier weitere Verbesserungen, wie zum Beispiel eine Schnellstarteinrichtung erreicht, sowie die Wartungsarbeiten für alle Dieselmotoren bedeutend vereinfacht werden. Eine genaue Vermessung des Aufbaus bereitet die Montage des Motors vor. Die Motorhaube lässt sich senkrecht aufstellen, was den Einbau dieses Aggregats ohne Entfernen der Haube ermöglicht. Die Lage des Motors wird mit Hilfe von dreidimensionalen Messmaschinen exakt nach den Zeichnungsunterlagen eingemessen und entsprechend kontrolliert. Das Gleiche gilt auch für die übrigen Aggregate, wie beispielsweise hier für die Lenkung. In der Fahrerprobung kann der allgemeine Stand der Entwicklung laufend kontrolliert werden. Spezielle elektronische Geräte erlauben eine nahezu vollständige Erfassung des Fahrverhaltens. Die Vorderachskonzeption mit dem Lenkrollradius 0 schafft in Verbindung mit dem verlängerten Radstand günstige Voraussetzungen für hervorragende Geradeauslaufeigenschaften. Diese Vorteile zeigen sich besonders deutlich bei Einwirken von einseitigen Störkräften, wie zum Beispiel bei Reifenpannen. Auf der Rutschplatte werden die maximal möglichen Kurvengeschwindigkeiten gemessen. Auch bei stark abgesenktem Reifenluftdruck darf sich der Reifen nicht von der Felge lösen. Durch einen Nachlaufversatz konnte das Verhalten des Fahrzeugs in der Kurve noch weiter verbessert werden. Die sorgfältige Abstimmung von Kinematik und Lagersteifigkeiten an Vorder- und Hinterachse ermöglicht eine ausgewogene Verknüpfung von Fahrkomfort und Fahrsicherheit bei allen in der Praxis auftretenden Fahrzuständen. Präzise und spurtreu reagiert der Wagen auf jede vom Fahrer vorgegebene Lenkradbewegung. Um auch extreme Fahrmanöver zur Vermeidung von Unfällen ohne Gefahr für den Versuchsfahrer erproben zu können, wurde ein Fahrersimulator entwickelt. Dieser Automat bedient Bremse, Fahrpedal und Lenkung. Beliebige Fahrprogramme werden vorprogrammiert und jederzeit reproduzierbar gefahren. Ziel der Untersuchungen ist ein Fahrzeug, das auch in Notsituationen beherrschbar bleibt. Doch trotz aller unfallverhindernden Maßnahmen bleibt der Verkehrsunfall eine Realität. Um die schlimmen Folgen für die Insassen möglichst weitgehend zu reduzieren, werden seit Jahren Maßnahmen ergriffen, die ihre Notwendigkeit aus dem täglichen Unfallgeschehen herleiten. So erarbeitet die Unfallforschung Grundlagen, auf denen die Entwicklung neuer Fahrzeuge aufbauen kann.
In zahlreichen Unfallversuchen, die man zum Teil auch mit einer starren Fahrgastzelle auf einer Beschleunigungsschlittenanlage durchführen kann, werden Maßnahmen zum Schutz der Insassen erprobt. Die Gurtschlossverankerung befindet sich am Sitz selbst, wodurch der richtige Beckengurtwinkel in allen Sitzstellungen erhalten bleibt. Prinzipversuche an Strukturen und Karosserieteilen dienen der Überprüfung der rechnerisch gewonnenen Festigkeitswerte. Das komplexe Verformungsverhalten kann in Teilproblemen wie hier bei der Motorverschiebung experimentell simuliert werden. Erste Gespräche führen zu neuen Anregungen und Änderungen. Eine weitere Verbesserung des Verhaltens der Lenkung bei Unfällen konnte durch das neu entwickelte Wellrohr erzielt werden. Die Erprobung mit kompletten Fahrzeugen stellt jedoch nach wie vor den entscheidenden Teil der Unfallversuche dar. Hier kommt dem senkrechten Frontalaufprall mit 50 km pro Stunde gegen eine unnachgiebige Betonwand fundamentale Bedeutung zu. Die Ergebnisse werden anhand von Verzögerungswerten, die für Fahrzeug und Insassen mit Messschreibern und Magnetbändern aufgezeichnet werden, aber auch bei erster direkter Betrachtung diskutiert. Die Türen lassen sich nach dem Versuch mit normalem Kraftaufwand öffnen. Sie sind mit dem in der S-Klasse bereits bewährten zugbetätigten Türgriff ausgestattet. Auch für die übrigen bei Unfällen in Betracht kommenden Belastungen werden standardisierte Versuche durchgeführt. Sie stellen für das Fahrzeug in jedem Fall die härteste Bewährungsprobe dar. Der über der Hinterachse angeordnete Kraftstofftank bleibt beim Heckaufprall unbeschädigt. Die Reparaturfreundlichkeit wird nach dem praxisgerechten Schrägfrontalaufprall untersucht. Für die Betriebsfestigkeitsprüfung des Aufbaus wird auf einer künstlich angelegten Schlechtwegstrecke die Bewegung des Rades aufgezeichnet. Der Weg des Rades wird auf der servohydraulischen Prüfanlage, die über Magnetband elektronisch gesteuert wird, nachgefahren. Auf diese Weise tritt in 70 Stunden eine Beanspruchung des Aufbaus auf, die der eines Fahrzeugs entspricht, das mehr als 200.000 Kilometer auf normalen Straßen zurückgelegt hat. Die auf die Fahrzeuginsassen einwirkende Schwingungsbelastung wird ebenfalls auf der Schlechtwegstrecke gemessen. Im Messlabor werden die aufgenommenen Werte analysiert. Anhand der in Diagrammen dargestellten Ergebnisse können Entscheidungen über erforderliche Änderungen getroffen werden. Die seitliche Führung der Insassen konnte durch entsprechende Sitzlehnengestaltung verbessert werden. Selbst unter extremen Witterungsbedingungen darf die Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt werden. Bei Verschmutzungsversuchen im Windkanal werden Form und Abdichtung der Türen so gestaltet, dass der Einstieg weitgehend schmutzfrei bleibt. Das Wischfeld ist durch eine neue Anordnung der Scheibenwischer vor allem auf der Fahrerseite vergrößert. Die Fahrzeugfunktionen werden auch in der Kältekammer untersucht, in der Temperaturen bis minus 40 Grad Celsius erzeugt werden können. Ein schallgedämpfter Raum mit eingebautem 4-Rollen-Prüfstand dient systematischen Geräuschuntersuchungen, die jederzeit reproduzierbar sind. Alle Daten wie Belastung des Fahrzeugs, Drehzahl, Fahrgeschwindigkeit und Schalldruck im Innenraum werden in einem angegliederten Messraum mit hochempfindlichen Geräten aufgezeichnet und entsprechend analysiert. Die unter idealisierten Bedingungen an Prüfständen gewonnenen Erkenntnisse sollen ihre Bestätigung im praktischen Fahrbetrieb erhalten.
Dies wird zum Teil bereits in der mit getarnten Fahrzeugen durchgeführten Dauerlauferprobung in der näheren Umgebung des Werkes erreicht. Eine wichtige, oft entscheidende Ergänzung sind Versuchsfahrten in andere Länder und Kontinente, wo die Fahrzeuge aufgrund der dort herrschenden Straßen- und Klimaverhältnisse harten, aber durchaus praxisgerechten Betriebsbedingungen unterworfen werden. Die Prüfung des Temperaturverhaltens von Schmierölen und Kühlwasser bei entsprechender Belastung durch starke Steigungen und hohe Zuglasten, die der Einfachheit halber durch Abschleppen eines anderen Fahrzeugs erzeugt werden, findet auf Passstraßen unter praxisnahen Bedingungen statt. Im praktischen Fahrbetrieb erfolgt die kritische Beurteilung des Fahrwerks, der Karosseriegeräusche, der Belüftung und der Bremsen. Hierbei erhält auch die kundendienstfreundliche Bremsbelag-Verschleißanzeige Gelegenheit zur Bewährung. Ein Problem, das auf unseren Straßen nicht besonders wesentlich erscheint, ist die Staubdichtheit des Fahrzeugs. Bei einer Fahrt durch die Wüste kommt ihr jedoch erhebliche Bedeutung zu. Die verkehrsarmen, geraden Straßen sind wie geschaffen für eine Langzeittemperaturerprobung bei Höchstgeschwindigkeit und gleichzeitig einwirkender starker Hitze. So wie hier werden auch in anderen Teilen der Welt Testfahrten unter extremen Bedingungen durchgeführt, um alle Fahrzeugteile und Aggregate den jeweils ungünstigsten in der Praxis auftretenden Bedingungen auszusetzen. Feuchtigkeit und Wärme zum Beispiel stellen an die Klimatisierung des Fahrzeuges höchste Ansprüche. Auch für Motoröl und Kühlwasser können hier weitere wichtige Vergleichswerte und Messergebnisse gewonnen werden. Selbstverständlich muss sich das Fahrzeug nicht nur bei extrem hohen, sondern auch bei extrem niedrigen Temperaturen bewähren. Eine Fahrt bei Kälte, Eis und Schnee stellt die Wintertauglichkeit des Fahrzeugs unter Beweis und rundet so die Bewährungsprobe in aller Welt ab. Parallel zu der Entwicklungs- und Erprobungsphase wurden in jahrelanger Vorbereitungsarbeit neue Fertigungsanlagen errichtet. Die Serienfertigung des Fahrzeugs kann beginnen. Die im Presswerk geformten Einzelteile werden zur Rohbaukarosserie zusammengefügt. Die jeweiligen Untergruppen werden in Vielpunktschweißanlagen zusammengeschweißt und über Fördereinrichtungen zu den 3 sogenannten Aufbaustufen transportiert. Die einzelnen Anlagen sind untereinander verkettet. Diese Verkettung wird durch ein umfangreiches Fördersystem vorgenommen, das wegen seiner Pufferkapazität zugleich die Produktionssicherheit gewährleistet. Obwohl noch einige Vorrichtungen, wie zum Beispiel Schweißen und Löten, von Hand durchgeführt werden müssen, läuft die Fertigung weitgehend mechanisiert ab. Die Dachübergabe erfolgt auf Befehl eines Steuerimpulses. Der erhöhte Mechanisierungsgrad bei der Rohbaufertigung ermöglicht einen äußerst zuverlässigen Zusammenbau. Die elektronisch gesteuerten Überwachungseinrichtungen gewährleisten dabei einen außergewöhnlich hohen Qualitätsstandard. Nach Durchlauf durch Grundier- und Lackierwerk steht die fertige Karosserie für den Zusammenbau im Montagewerk zur Verfügung. Ein Montageabschnitt zum Beispiel ist der Einbau der Vorderachse. Die Hinterachse kommt zunächst auf eine Montagevorrichtung. Die fertige Karosserie, die inzwischen mit der gesamten Innenausstattung versehen wurde, wird auf die Hinterachse aufgesetzt. Die Motorhaube wird senkrecht in Montagestellung gebracht, sodass der Motor abgesenkt und leicht zugänglich montiert werden kann. Es folgen noch Justier- und Kontrollarbeiten, wie zum Beispiel die Einstellung von Sturz, Spur und Nachlauf an der Vorderachse. Am Schluss der Montage verlässt der jetzt fertige Wagen mit eigener Kraft das Band
und fährt auf einen Rollenprüfstand, wo er einem typspezifischen Fahrprogramm unterzogen wird. Der Motor wird auf Erfüllung der jeweiligen Abgasvorschriften der verschiedenen Länder überprüft. Das Ergebnis der langjährigen Entwicklung ist ein Fahrzeug, das die bewährten Eigenschaften seiner Vorgänger zwar übernimmt, durch die Einbeziehung neuer, richtungsweisender Techniken jedoch bereits die konstruktive Antwort auf die Herausforderung der 80er Jahre ist. Denn dieser Mercedes erfüllt die an ihn gestellten Anforderungen optimal. Er bietet erhöhten Komfort und gesteigerte Sicherheit und Leistung bei gleichzeitig verbesserter Wirtschaftlichkeit. Und er ist ein wertvolles Automobil, weil er hinsichtlich Material, Verarbeitung und technischem Standard den höchsten Gegenwert bietet und mit teurer Energie und knappen Rohstoffen sparsam umgeht. Doch bei allem Streben nach Sparsamkeit ist die Erhaltung von Gesundheit und Leistungskraft des Fahrers der entscheidende Wirtschaftlichkeitsaspekt eines Automobils. Er lässt sich nicht in Zahlen fassen und ist doch die Summe aller Ingenieurkunst, aller Sorgfalt beim Bau eines Automobils. Diesen schonenden, verantwortungsvollen Umgang mit menschlicher Energie erleben Sie nirgendwo bewusster als in einem Fahrzeug von Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Ihr guter Stern auf allen Straßen.